Ich habe einmal das Concept 2 Rudergerät neben dem Performance Ergometer von Waterrower gestellt, um zu sehen, was so die Unterschiede sind. Und eine Sache, die kann man schon recht gut sehen, ist, die Länge vom Concept 2 ist minimal weiter als die vom Waterrower. Die Höhe ist natürlich etwas weiter. Und die Sitze und die Position der Fußrasten ist ebenfalls unterschiedlich. Der Griff vom Concept 2 ist etwas geneigt. Also in der Beschreibung von Concept 2 wird gesagt 10 Grad Winkel des Griffes. Der vom Waterrower ist komplett gerade. Allerdings muss man dazu sagen, früher gab es beim Concept 2 auch einen geraden Griff. Entscheidend ist dann tatsächlich die Länge. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind es 43 cm beim Waterrower und die sind ungefähr vergleichbar. Ich kann es hier mal in die Hand nehmen und zieh mal kräftig dran, rüberlegen auf den anderen Griff. Wenn man sich das mal anschaut, ja, also das schenkt sich nicht viel, ein paar Zentimeter auf jeder Seite. Für die meisten Ruderer sollte das ausreichend sein. Es entlastet den Nacken und die Schulter, je breiter der Griff ist. Und je nachdem, wo man am Griff anfasst, also ob ich weiter draußen bin oder eher drin, habe ich einen unterschiedlichen Ruderstil. Eine Sache möchte ich hier auch gleich noch mit aufgreifen. Wir haben zwar hier diese Halter für die Griffe, damit sie festgehalten sind, aber wenn man den Griff vom Concept 2 hier hinten einfach in das Rudergerät fahren lässt, dann wird dadurch die Rückholschnur, das Rückholgummi, das sieht man jetzt beim Concept 2 nicht, aber hier beim Waterrower sieht man es, das ist dieses Rückholgummi und das wird dadurch entlastet, ja? Wenn das eben nicht vollkommen auf Spannung ist. Genau, jetzt ist hier gerade auch schon der PM5 Monitor angegangen vom Concept 2 und vielleicht sieht man es auch im Video, da hinten dreht das Windrad. Und das sind natürlich zwei unterschiedliche Widerstandssysteme. Also wenn ich mir jetzt mal das Concept 2 Rudergerät anhöre, dann klingt das anders. Ich versuche das mal mit einer Hand, mal gucken, ob mir das gelingt. Ja, das geht. Man hört es recht gut, ne? Also da wird Luft durch dieses Windrad bewegt und dadurch entsteht ein Widerstand. Den Widerstand kann ich hier einstellen an der Seite. Dafür gibt es diese Klappe zum Bewegen und der Widerstand, der wird mir auch angezeigt. Also der kann variieren. 1 auf einem Concept 2 und eine 10. Das ist nicht mit jedem Gerät vergleichbar, aber ich kann hier mal auf Menü gehen und auf mehr Optionen. Dann gibt es hier einen Punkt Drag Factor anzeigen. So, und jetzt muss ich natürlich nochmal rudern. Und dieser Drag Factor, der wird bestimmt dadurch, was ich an der Seite einstelle. Momentan bei 114, das ist relativ einfach. Ich stelle das mal ein bisschen höher hier an der Seite und dann rudere ich nochmal und dann sieht man, dass sich der Drag Factor verändert. Jetzt sind wir schon bei 131 und ich spüre das auch. Also da muss ich ein bisschen stärker ziehen. Für Männer wird empfohlen so zwischen 120, 130. Also ich bin auch schon mit 140 gerudert, aber man muss das ausprobieren, was einem gut gefällt, wo man ja, eine Veränderung spürt und das für sich selber passend einstellen. So, wenn ich das jetzt mal vergleiche hier mit dem Waterrower, da haben wir ein System, das ist mit Wasser gefüllt und ich habe hier an der Seite, das kann ich auch mal zeigen, eine Skala. Bei mir ist das jetzt zwischen 16 und 17 aufgefüllt und wenn ich jetzt daran ziehe, dann werden die Paddel in dem Tank bewegt. Oh, hier die Fußtasten sind ein bisschen ungünstig, aber jetzt sehen wir das. Das Wasser wird bewegt und dadurch habe ich Widerstand. Je stärker ich ziehe, desto stärker wird der Widerstand, weil sich das Wasser darin bewegt. Das ist der Performance Ergometer und was wir hier hinten auch sehen ist, da ist die Smart Rohre drin,
die jetzt angefangen hat zu blinken. Dadurch sehe ich, dass ich diese verbinden kann. Und ich habe hier oben eben den Tablet-Halter, Smartphone-Halter, also da passt so gut wie alles rein, um dann eben die passende App damit zu verbinden. Das heißt, grundsätzlich unterschiedliche Leistungsmessung. Hier ist ein Dehnungsmessstreifen in der Rolle drin, der ähnlich wie beim Fahrrad Power Meter misst, wie viel Kraft tatsächlich aufgewandt wird, wenn eben hier dieses Nylonband über die Umlenkrolle fährt. Wohingegen beim Concept 2 ein Sensor zum Einsatz kommt. Hier sehen wir es nochmal von der Seite vielleicht ein bisschen. Der misst, wie häufig dieses Rad gedreht wird. Also ein elektromagnetischer Sensor. Und dadurch wird quasi berechnet, wie viele Züge gemacht wurden und wie stark daran gezogen wurde. Also wenn ich hier mal auf einfach rudern gehe, dann können wir uns das mal anzeigen, haben wir jetzt Schläge pro Minute, meine Zeit auf 500 Meter, die Gesamtzeit und die Meter, und ich habe hier im Display eben die Möglichkeit, das zu verändern. Und ja, was ich gerne machen möchte, ich möchte gerne einfach genau diese Ansicht hier mal zeigen, wie sich die Schläge pro Minute verändern. Ich ziehe jetzt mal hier dran. Und jetzt habe ich 24 Schläge pro Minute, 23. Wenn ich jetzt stärker ziehe, dann wird mehr Kraft erzeugt, und je nachdem, wie viel Zeit ich mir zwischen den Schlägen lasse, ändert sich die Zahl Schläge pro Minute. Wenn ich die gleiche Kadenz beibehalte und stärker ziehe, verändern sich auch automatisch die Schläge pro Minute. Jetzt haben wir 84. Das war ein ganz, ganz leichter Schlag natürlich. Das ist hier anders am Water Rower, denn dort wird tatsächlich gemessen, wann der Zug stattfindet und wann der nächste Zug stattfindet, und zwischendurch wird eben die Zeit genommen und dann dadurch die Schläge pro Minute berechnet. Die Kraft kommt hier meines Wissens nicht in die Berechnung mit rein, wann die Schläge pro Minute erfolgen, wodurch man eine wesentlich genauere Messung der Schläge pro Minute hat. Thema Genauigkeit: Ich habe beide Rudergeräte einmal miteinander verglichen. Und dafür habe ich den, kann ich vielleicht mal die Kamera wechseln? Oder gut. Dafür habe ich den 2KC2 Test gemacht von Florian Kaspari. Der funktioniert so, dass man einfach 2 Kilometer auf dem Rudergerät rudert und das bei maximaler Intensität, also quasi ein Rennen simuliert, und dann sich die Zahlen im Anschluss anschaut für alle 250 Meter. Dieses Rennen habe ich einmal auf dem Water Rower gefahren und jetzt vor kurzem auch nochmal auf dem Concept 2 Gerät, und die Zahlen sind relativ ähnlich. Also ich kann dazu auch gerne nochmal den Blog verlinken, wo ich die Zahlen aufgelistet habe, und aus dem Aspekt her würde ich sagen, das Concept 2 Gerät ist von der Datenerfassung, von der Messung präziser als das Concept 2 Gerät. Allerdings wird das Concept 2 Gerät gerne als der Goldstandard beschrieben, weil ich dadurch wiederkehrende Leistungen immer wieder gleich messen kann. Das ist beim Water Rower wesentlich schwieriger. Also wenn ich einmal ziehe und da drin bewegt sich das Wasser und dann ziehe ich nochmal, dann habe ich nicht die gleiche, die
die gleichen Bedingungen, wie ich zum Beispiel bei einem Lufteinzug habe. Die Luft, die ist immer gleich und der Luftdruck verändert sich nicht so schnell. Hier im Waterrower, da werden andere Kräfte eben genutzt, um das Ganze ja, als Widerstand zu nutzen. Somit kann man eigentlich, oder kann ich abschließend sagen, ja, beide Rudergeräte sind hervorragende Geräte, um zu rudern, um das Rudertraining zu Hause zu machen und sich fit zu halten. Das Geräusch, das ist etwas, was ja, je nachdem ja, unterschiedlich klingt und auch unterschiedlich wahrgenommen wird. Also wir haben eine wesentlich höhere Frequenz bei dem Luftzug. Gut, jetzt gerade wenn ich dann eben auch stärker dran ziehe, dann ich habe hierzu auch schon mal Dezibelmessungen gemacht. Das ist tatsächlich ein bisschen im höheren Bereich als eben der Zug am Waterrower. Oh, jetzt ist das runtergefallen. So. Genau, also da habe ich eine niedrigere Frequenz und dadurch eben auch ein angenehmeres oder zumindest für mich angenehmeres Geräusch, was das Ganze angeht. Ich habe auch Familie und Kinder und ich habe meine Kinder interviewt. Was meint ihr eigentlich? Wie hört sich das an? Und habe die Rückmeldung bekommen, wenn man direkt neben dem Rudergerät steht, dann ist das Concept 2 lauter. Aber wenn ich abends rudere und die Kinder schon im Bett liegen, ich mache die Tür zu, dann klingt das so ein bisschen wie irgendwo im Wald wird gesägt oder so, das ist so in der Art. Beim Waterrower ist es so, dass das Gerät, wenn man direkt nebendran steht, nicht so laut ist. Aber wenn das Kind, der Sohn jetzt ein Stockwerk tiefer im Bett liegt und schlafen möchte, dann kann das Geräusch schon mal etwas lauter wirken, weil eben dieses Wassergeräusch, dieses Plätschern, das ist dann anscheinend nochmal deutlicher zu hören. Und eben, ja, so unterschiedlich können die Wahrnehmungen der Geräusche sein. Und deswegen wollte ich das dazu nochmal sagen. Was die Konnektivität betrifft, das ist der PM5, das ist so im Grunde genommen das Flaggschiff von Concept 2. Das wird an verschiedenen Geräten verwendet und ich muss sagen, ein feines Stück Technik. Also mit NFC, mit Bluetooth. Es gibt eine App dazu, die Erg Data App, die alles mit aufzeichnet, mit der ich auch das Gerät steuern kann. Also das ist wirklich was Feines. Hier beim Waterrower, da war lange Zeit dieser S4-Monitor präsent, der eben ähnlich wie der Concept 2 mit einem Sensor die Umdrehungen der Paddel gemessen hat. Und durch die Smart-Roller ist das eben wesentlich genauer geworden. Ne? Und als ja, Device quasi wird das eigene Smartphone, das Tablet verwendet. Das kann hier eingespannt werden. Ne? Und meine Frau nutzt es, ich nutze es. Jeder hat ein unterschiedliches Gerät und ja, ein Rudergerät, unterschiedliche Endgeräte. Ich finde das sehr praktisch. Wobei das eben genauso gut auch hier am Concept 2 Rudergerät funktioniert. Was das Thema Wartung angeht, ab und zu muss hier in den Waterrower ein Chlortablette eingefügt werden. Wir sehen hier so einen Stopfen, den kann man rausziehen und dann wird eine Tablette eingefügt. Die sind nicht teuer. Ich habe auch schon ein paar als Nachschub gekauft. Am Anfang sind 2 mit dabei. Alle 6 Monate eine Tablette rein. Dann haben wir hier diese Fußleisten und die Rollschiene. Ab und zu, also wie gesagt, ich habe den Waterrower erst jetzt noch nicht mal ein Jahr. Ich habe im Forum gelesen, dass man diese Rollen ab und zu austauschen muss, wenn die
wenn die nicht mehr so richtig rund laufen, wenn das Kugellager eben kaputt ist. Und ich habe auch schon gesehen, wie jemand eben diese Schienen hier, diese Plastikschienen ausgetauscht hat. Ja, also man bekommt im Grunde genommen alle Ersatzteile direkt bei Waterraw oder in Deutschland eben bei dem Händler Nord, der eben auch Vertriebspartner von Waterraw USA ist. Genau, wie sieht es hier im Concept 2 aus? Mehr ist es im Grunde genommen auch nicht. Also klar, dieses Rückziehgummi irgendwann. Und genauso auch diese Nylonschnur. Eine Sache hier, da ist so ein kleiner, da ist ein bisschen offener, aber im Grunde genommen, die hält sehr, 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 sehr lange. Ja, also bis da was kaputt geht. Wenn man das mal beim Concept 2 sich anschaut, hier haben wir eine vernickelte Kette. Die muss geölt werden ab und zu. Also ich habe jetzt auch gerade Öl an den Fingern, dadurch, dass ich da dran gefasst habe. Und ab und zu hier die Rollschiene. Man sieht es schon ein bisschen. Also ich bin ein paar Mal gerudert und dann gibt es hier natürlich eben Dreck und Ablagerungen, Staub, was sich da drauf festhält. Wir sehen auch hier die Rolle. Die kann man eben auch, wenn man hier ein Tuch drauf macht mit Glasreiniger, kann man das schnell und einfach reinigen und dann ist das wieder sauber. Ab und zu kann dieses Netz von dem Rudergerät mit Staub, Flusen, alles was eben so in der Luft ist, verstopfen. Und dann gibt es hier 1, 2, 3, 4 Schrauben, die man rausholt. Und dann kann man dieses Gitter abziehen und an einer Stelle ist es zusammen gemacht. Das sehe ich jetzt nicht, zwischendrin wahrscheinlich. Und dort wird es quasi wieder zusammengeschraubt. Einmal von innen, einmal von außen abwischen und dann kann man es wieder dran setzen. Genau, das ist im Grunde genommen, das ist alles zur Pflege. Beide Rudergeräte, würde ich sagen, sind sehr pflegeleicht. Also wie ab und zu mal mit einem Staubtuch abwischen natürlich. Und hier sieht man, kommt nicht umhin, dass da auch mal ein bisschen Staub drauf kommt. Ja, ansonsten kann man da sehr viele Kilometer drauf rudern und sich fit halten. Insbesondere eben in den kalten Monaten, wenn es schmuddelig draußen ist. Ich nutze das Rudern. Ich ruder so im Durchschnitt 2, 3 Mal in der Woche. 5 bis 10 Kilometer. Ich glaube, damit habe ich einen ganz guten Durchschnitt. Und variiere das eben mit unterschiedlichsten Trainingsarten. Also ob jetzt Low Intensity Training, Steady State, High Intensity Intervalltraining oder Kinomap, EXR. Ja, das ist damit möglich und im Blog habe ich dazu auch ein bisschen mehr beschrieben. Für mich ist die Hauptsache, dass das Rudern Spaß macht und Freude macht und dass man eben lange Zeit dabei bleibt und ja, das Training als etwas Positives empfindet und was einem gut tut. Ja, hier einmal die 2 Rudergeräte direkt im Vergleich. Ich finde sie die besten Rudergeräte, die es auf dem Markt gibt. Wenn ich mich entscheiden müsste, ich habe mich entschieden für den Waterrower. Concept 2 hat mir das andere Rudergerät zugeschickt und zur Verfügung gestellt. Wenn ich mich entscheiden müsste, mit welchem ich lieber rudern würde, ich könnte es nicht sagen. Also ich finde beide gut, beide machen mir Freude, beide machen mir Spaß. Es sind unterschiedliche Dinge, die man damit machen kann. Man kann auch das Gleiche damit machen. Ja, preislich sind sie ein bisschen unterschiedlich. Der Waterrower aktuell so bei 1.700 Euro und das Concept 2 Gerät bei 1.200 Euro, so um den Dreh rum. Ja, wobei so ein Rudergerät hält auch 30 Jahre und länger und
man muss echt sagen, der Wiederverkaufswert, der ist extrem, extrem gut. Also da, dazu habe ich auch einen Rechner erstellt oder man kann das auch nochmal im Blog nachlesen. Die Links mache ich in die Beschreibung rein. Ja, so viel mal zu dem Vergleich der zwei Rudergeräte und ich hoffe, ja, damit geholfen zu haben bei der Entscheidungsfindung.